Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir werden heute versuchen, das Maximale an Gold aus unserem Portfolio an Möglichkeiten, die uns Shakes and Fidget jeden Tag bereitstellt, rauszuschöpfen. Jetzt mit dem Expeditionsevent ist ja wirklich einiges möglich, da gehen wir gleich genauer im Detail nochmal drauf ein. Vorher wollte ich euch ganz kurz nochmal zeigen, kam sie endlich an. Holy shit. Also wirklich, ich habe noch nie so ein Riesenteil in der Hand gehabt. Ja, also das ist wirklich sehr groß, muss ich mal so sagen. Und kurzes Feedback dazu, also ist ja die Grapefruit-Giraffe, schmeckt mir sehr gut. Man muss Grapefruit mögen, hat eine gewisse Säure drin, aber auch eine gewisse Süße, hält sich so die Balance auf jeden Fall. Ist aber, muss ich schon sagen, ein bisschen säuerlicher auf jeden Fall, so wie man es halt von der Grapefruit gewohnt ist. Wer sowas mag und ein bisschen erfrischend da unterwegs sein will, kann das sehr gerne mal ausprobieren. Ja, also wirklich preis-leistungstechnisch ist man hier mit den 100 Portionen sind hier drin. Natürlich auch ein bisschen besser aufgestellt als mit den 50. Ne? Genau, ansonsten sind auch wieder zahlreiche Events am Start. Wir haben ja hier auch Hexen-Events jetzt unter anderem auch wieder das zweite Wochenende in Folge. Deswegen können wir hier auch wirklich einiges an Gold heute rausholen. Mal gucken, was wir zusammenkriegen. Ich habe mich so gut wie möglich auf 0 gespielt halt. Mal gucken, kriegen wir das vielleicht noch ein bisschen genauer hin als bis auf 0. Na gut, 4. Okay, jetzt haben wir hier 160, gut. Jetzt sind wir auf 0, jetzt haben wir aber die Zeitmaschine schon genutzt heute. Gut, okay. Das zweite Wochenende in Folge auch wieder 20% Aktion. Ne? Könnt ihr im Webshop natürlich auch sehr gerne, falls ihr noch irgendein Item braucht aus dem Legendary Dungeon, ist jetzt nochmal die Möglichkeit. Zum Hexen-Event lohnt es sich sowieso mehr in den Legendary Dungeon reinzugehen, weil ihr die ganzen Items gleich für doppelten Wert verkaufen könnt. Und falls ihr mich dann natürlich sehr gerne mehr kostenfrei noch supporten wollt, dann könnt ihr hier auch super gerne noch meinen Creator-Code eingeben und dann bekomme ich da noch einen kleinen Teil von ab. Ist ein riesengroßer Support und auf jeden Fall vielen lieben Dank für jegliche Unterstützung in der Hinsicht. Auf jeden Fall versuchen wir mal heute wirklich so viel Gold wie möglich rauszuholen. Die letzten Tage, als das Expeditionsevent draußen war, muss ich so sagen, ist bei mir so der Schnitt bei ca. 2,6 Milliarden pro Tag an Gold. Nur durch das Expeditionsevent. Da sind noch nicht die Kosten mit drin von den Gegenständen, die man verkaufen kann, ne, weil die ja auch 10 Mille geben und so. Ne, also das kommt dann noch oben drauf. Wirklich nur rein der pure Wert von den Expeditionen. Und da muss ich sagen, das ist schon sehr gut. Das kann aber auch ein bisschen schwanken, je nachdem, wie ihr halt eben die Schlüssel und Kisten bekommt. Ich gehe ja hier hauptsächlich auf Gold. Da bin ich ja letztes Mal im Video nochmal drauf eingegangen, wie man welche Spielweise am besten nehmen sollte, wenn man diejenige Spielweise für sich bevorzugen möchte. Und da kann das natürlich ein bisschen zu Schwankungen kommen. Manchmal habe ich in fast jeder Quest 2 Kisten gehabt. Manchmal bekomme ich nur eine, manchmal auch gar keine. Und das versuchen wir heute auf jeden Fall mal wieder so gut es geht zu realisieren, denn rechnet euch das mal hoch. 2 Kisten ist das Maximale in einem Durchlauf und 122 Millionen zusätzlich obendrauf ist schon echt eine Ansage. Und hier sieht es so aus, als ob wir heute ein bisschen mehr Glück haben, denn wir haben schon direkt den zweiten Schlüssel in den ersten 5 Etagen, beziehungsweise Lichtungen. Ne? Und ich gehe jetzt hier absichtlich nicht auf das Feuer, das bringt zwar einen Punkt mehr, aber damit fange ich eine neue Questline an, was mir wiederum Auswahlmöglichkeiten abschneidet. Ich meine, jetzt sind wir eh schon beim zweiten Key, kriegen wir relativ safe. Und das Skelett, das ist halt keine aktive Quest, der ich nachgehen muss. Das heißt, das wird mir in den nächsten Etagen jetzt auch nicht mit einer weiteren Quest vorgeschlagen. So, unsere Main-Quest versuchen wir natürlich trotzdem zu nehmen. Kiste hat immer oberste Priorität für Goldspieler. Jetzt haben wir hier noch zusätzliche Ressourcen halt auch noch drin, was nochmal oben drauf kommt. Und hier nehmen wir das Bounty nochmal mit, weil ich mir relativ sicher bin, dass wir unsere Quest erledigt bekommen. Kriegen hier nochmal durch das Bounty nochmal ein paar gute Punkte. Ja. Und wir haben unsere Quest leider nicht erledigen können. Na super, toll, kriegen wir Punkte abgezogen. Sehr schön. Ja, so viel dazu. Ne? Da habe ich ein bisschen gepokert. Haben wir natürlich keinen einzigen XP-Punkt dazu bekommen.
Aber ja, bei meiner Spielweise ist es wirklich egal, muss ich sagen, ob ich jetzt nun 3 Sterne, 2 oder 1 bekomme. Hauptsache, ich bekomme die Kisten, die meisten Kisten hier raus. Das ist für mich als Goldspieler somit das Wichtigste. Klar verzichte ich auch ungerne, muss ich sagen, auf die anderen Sachen, ne? Aber auf XP. Und ja, hier muss ich sagen, das ist eine sehr schlechte Quest für Goldspieler, weil es immer wiederholende Quests gibt mit diesem ja, Spanferkel hier. Das heißt, es wird einem immer wieder vorgeschlagen. Wenn man das annimmt, schneidet ihr das 2 Auswahlmöglichkeiten ab. Und das ist mit die schlechteste Quest, die man nehmen kann, dadurch, dass sie auch unendlich ist und nicht irgendwann mal fertig. Ist das mit die schlechteste Goldquest und die werde ich nicht nochmal annehmen. Ich hatte das 1-2 Mal gehabt, dass ich die angenommen hatte, weil ich will meine 100 Abenteuerlust mit einmal spielen, aber das, muss ich sagen, ist es mir dann wirklich nicht wert. Ich nehme dann hier lieber so eine etwas geringere Quest an oder beziehungsweise eine Quest, die mir, ja, wo ich ein bisschen länger brauche halt für, ne, die mir jetzt nicht direkt das gibt, was ich halt möchte. Aber dafür ja, sind die Chancen auf jeden Fall höher, dass ich hier eventuell Gold bekomme, beziehungsweise Schlüssel. Ne? Jetzt sieht es bisher wirklich auch... Ich habe da noch gar nicht drauf gedrückt. Also, ihr habt das doch gesehen. Ich hab doch... Digga. So eine Scheiße. Ja, jetzt ging mir hier ein Schlüssel durch die Lappen. Na toll. Aber das ist halt auch eben auch der Vorteil. So, ja, sehr schön. Also das ist der Vorteil, dass wir jetzt halt eben eine kleine Quest angenommen haben. So, jetzt nehmen wir hier nochmal die 75er, weil, ja, da ist das Risiko auch nicht ganz so hoch. Jetzt nehmen wir die nochmal an. So, nehmen das Skelett. So, erledigen unsere Main-Quest hier. Schlüssel müssen wir nebenbei mitnehmen, wenn wir welche sehen, natürlich, ne? Und ja, also das mache ich jetzt aber trotzdem immer so, dass ich die, zum Beispiel die Quest wie dieses Spanferkel oder so, dass ich die wirklich versuche, so gut es geht zu vermeiden, weil es mir das halt, ja, das bringt mir halt wirklich effektiv, da weiß ich schon, da werde ich keine 2 Schlüssel bekommen, beziehungsweise keine 2 Kisten. So, jetzt vielleicht haben wir nochmal Glück mit einer 100er Quest, dass wir jetzt eine einigermaßen gute haben. Jo, das Treppchen nehmen wir auf jeden Fall mit. Schlüssel natürlich trotzdem immer priorisieren. Hier in dem Fall nehme ich jetzt das Feuer, weil mit der anderen hätte ich wahrscheinlich auch irgendeine Quest angefangen. Schlüssel, immer Schlüssel, egal was. Ne? Wie gesagt, wenn ihr halt eben auf Gold spielt. So, immer die oberste Priorität. Und jetzt versuchen wir aber mal noch unsere Quest hier zu erledigen. Schlüssel. Boah. Eigentlich, ja, immer oberste Priorität. Okay, gut. Wir kriegen trotzdem noch unsere Quest zusammen. So, wir haben zwar das Bounty nicht mehr mitgenommen, aber die Quest war jetzt nochmal wichtiger anzunehmen, weil die haben wir jetzt erstmal so vervollständigt. Wir kriegen nochmal extra 10 fürs Beenden. Und das bringt insgesamt mehr, als hätten wir jetzt das Bounty in dem Fall angenommen. So, und kommen dann hier jetzt auf 30 Punkte, sind 2 Sterne. Ja, gucken wir mal. Ja, wie gesagt, für meine Stufe kommt da nicht mehr so viel zusammen an den Boni. Und genau, so. Jetzt sind wir bei 2,68. Das ist relativ im Schnitt, muss ich sagen. Genau, nehmen wir mal das Einhorn an hier. Den Bounty nehmen wir mit. Schlüssel, Prio, Questline nebenbei erledigen, wenn es halt sich anbietet natürlich, ne? So, zack. Gold mitgenommen. Boom. Bounty ist easy. Quest fertig. Schlüssel wäre nochmal cool. Kriegen wir leider nicht. Wir haben aber jetzt einen Schlüssel haben wir jetzt bekommen hier durch. Ja, naja, geht auch besser, aber ist okay, sag ich mal. Ne? Dafür haben wir jetzt 3 Sterne nochmal bekommen hier. Also auch wieder goldtechnisch nicht die allerbeste Ausbeute. Habe ich schon mal besser erlebt in Vergangenheit. Also 3 Milliarden alleine durch die Expedition ist durchaus machbar. Wir haben jetzt hier wirklich die ein oder andere Kiste auf dem Weg liegen lassen, aber ihr habt es halt gesehen, es bietet sich halt eben auch nicht immer so an. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Items, die können wir natürlich jetzt nochmal allesamt in den Kessel jagen. Ne?
dadurch, dass sie ja hier eben auch wirklich gutes Gold geben, sag ich mal so. Ne? Das wird leider in Zukunft wohl noch irgendwie genervt werden, so wie ich das verstanden habe. Ich hätte halt wirklich gedacht, dass das intended ist, also dass es beabsichtigt ist, dass diese Sachen hier so viel Gold geben, weil weil man relativ wenig im Vergleich Items bekommt zum normalen Questen aus der Expedition. Deswegen dachte ich, okay, das ist denn so gewollt, dass die dann mehr Gold geben, dafür es aber etwas weniger Items gibt als beim normalen Questen, aber man bekommt ja so oder so schon extrem viel mehr Gold, als wenn wir jetzt normal questen würden. Deswegen sage ich mal so, ob die jetzt nur normal viel Gold bringen. Man hat sich natürlich gefreut, ne, dass die so extrem viel Gold geben. Oder ob die jetzt ein bisschen weniger in Zukunft bringen werden, ist nicht ganz so wild meines Erachtens nach, weil ja, wir sowieso schon extrem krassen Boost bekommen halt eben durch dieses Expeditionsevent, was halt das Gold auf jeden Fall angeht. So, haben wir das auch erledigt. Dann können wir nochmal hier den Rest verkaufen. Zack. Und gucken mal, wie es hier mit unserer Quest aussieht. Ja, da haben wir fast noch gar nichts hier erledigt. Ne? Da können wir mal einmal die Leute mit den bloßen Händen verkloppen hier. So, das machen wir mal noch ganz schnell. Zack. Bam. Ich meine, wir sind jetzt schon auf 3,2. Ne? Das ist schon echt eine Ansage auf jeden Fall. Dann machen wir noch schnell den Hütchenspieler fertig hier. So, damit wir hier nochmal schnell die 4 Punkte zusammenbekommen. Hoffentlich dauert das jetzt nicht allzu lange hier. Nicht, dass wir wieder eine 21er Losing Streak kriegen, wie das eine Mal. Nö, heute waren wir im Vergleich relativ lucky. Boah, gut. XP knallt natürlich auch rein. Wir haben es natürlich jetzt auch XP-Event. So, und dann machen wir nochmal ganz kurz die Unterwelten, Unterwelthelden anlocken. Fertig. Und dann haben wir das auch soweit hier. Und können uns hier noch unseren Boni abholen. 160 Mille, zack. So, die Zeitmaschine haben wir schon genutzt soweit. Und dann ist das hier unsere Ausbeute für den heutigen Tag erstmal soweit. Ne? Mit Stadtwache und Goldgrube kommt da natürlich dann nochmal einiges dazu. Und die Arena-Angriffe, die machen wir gleich. Da verskillen wir jetzt erstmal unser ganzes Gold natürlich. Aber würde man niemals auf diese Summen kommen mit dem normalen Questen. Ne? Also niemals. Deswegen ist das schon echt auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und da werden die Skillpunkte in Zukunft auch in die Höhe sprießen, sag ich mal so. Ne? Ja, Leute, so sieht es momentan aus. Expeditionsevent, mega nice. Zeitersparnis ohne Ende. So viel mehr Gold. Es macht Spaß zu questen. Ich freue mich jeden Tag auf die Expedition, die ich vorgeschlagen bekomme. Weil es halt auch immer so einen Spannungsfaktor drin hat. Okay, bekomme ich jetzt nun wirklich die Schlüssel? Bekomme ich die Kisten dafür? Ne? Es ist ein bisschen volatil, ihr habt es gesehen, weil man halt eben auch reinscheißen kann einfach. Man kann versuchen, den beschissenen Quests, so gut es geht, aus dem Weg zu gehen. Aber manchmal klappt es halt auch manchmal nicht so, ne? Wie man sich das vorstellt. Deswegen, müsst ihr selbst entscheiden, was ihr lieber mögt. Aber ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Es bringt deutlich mehr Gold. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.